Wollen Sie eine Einladung aufs Polizeirevier oder kann ich mich darauf verlassen, dass Sie Hedi ab jetzt in Ruhe lassen? Ich weiß nicht, wofür Sie mich anzeigen wollen. Aber machen Sie nur. Das Polizeipräsidium ist voller Parteifreunde. Und die haben alle Mitleid mit einem armen Mann wie mir. Das verstehe ich. Sie sind ja auch wirklich arm. Einerseits an Intelligenz. Aber dann kommt ja noch das dazu, was Sie Ihren Fuß nennt. So kleine Judensau. Du hörst mir jetzt gut zu. Du lässt die Finger von Hedi und ich sehe davon ab, dich das nächste Mal tot zu prügeln. Guten Tag. Sie beiden haben gehört, was der Herr eben gesagt hat? Was hat er gesagt? Judensau. Dann möchte ich Sie bitten, mich kurz zu Herrn Jandorf zu begleiten. Es wird Ihrer Bewerbung nützlich sein. Was ist hier los? Ich habe einen Weg gefunden, wie wir Geld verdienen können. Wir sind Vermieter. Und wo ist das Geld? Bringen wir nächste Woche. Raus. Raus jetzt. Kannst du darauf verlassen? Raus! Dass ihr euch nicht schämt! Verschwindet! Mach doch erst mal die Türe zu, Pippi. Du kommst zur ganzen Kälte rein. Was ist hier los? Raus! Pippi hier! Raus! Dreckige sind! Raus jetzt! Raus! Raus! Deine Freundin hat dafür gesorgt, dass ich meine Einstellung verliere. Kopf hoch, Rüdiger. Findest schon eine neue Anstellung. Denkst du, die Juden stellen mir eine Referenz aus? Niemals. Hier nimmt einen Buchhalter, der nach 15 Jahren keine Referenz erhält. Nach 15 Jahren? Was muss er gemacht haben? Vater? Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit den Männern aus dem Bau. Rein in die Dinger mit der Frau. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Im Machenhaus, im Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Raus mit den Männern aus dem Hiersein. Könnt ihr zwei Damen mal ein Disput zwischen uns beiden klären? Müssen Männer so tanzen können, damit sie als stattlich gelten? Überhaupt nicht. Da hast du's, Georg. Wer ist denn die Glückliche? Fräulein Elisabeth. Immer noch? Was heißt denn hier immer noch? Georg, du bist wundervoll, so wie du bist. Jede Frau könnte sich glücklich schätzen über einen wie dich. Einen ruhigen, einen verlässlichen, mal nicht ganz im Ernst. Ja, von der tiefsten Tiefe meines Herzens. Die nächste Runde geht auf mich. Wir geben nicht auf. Selbst Rüdigers Angriff hat uns nicht auseinandergebracht. Bullen! Kommt raus! Lass ihn
bleiben! Alle raus! Reißen Sie sich bitte aus! Fragt wer? Herr Jandorf! Ja. Sie müssen entschuldigen, aber diese Saulokalität, das gleichgeschlechtliche Leben in Berlin nimmt Überhand. Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliegt. Neugierig erst durch 1000 Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wie lange bleiben wir hier noch, Fritzi? Mücke sucht mich sicher längst überall. Sie muss doch Bescheid bekommen. Harry holt uns bald hier raus. Ich verspreche dir. Bitte, bitte lassen Sie mich meine Schwester benachrichtigen. Bitte, ich flehe Sie an. Bitte. Es tut mir so leid, Hedi. Ich hab dir nur Unglück gebracht. Ohne mich wärst du längst. Ohne mich und meine dumme Leidenschaft, meine dummen Ideen, mein Wahn. Welcher Wahn? Der Wahn in meinem Kopf. Es ist meine Natur. Ich liebe dich aber so sehr. Und ich hatte gehofft, dass es ein richtiges Leben für uns gibt. Eine Wohnung irgendwo mit dir und mir und einem ganzen Leben. Aber das ist unmöglich. Ich höre auf dich festzuhalten. Ich will nicht mehr dein Leben zerstören. Du kannst glücklich werden. Du hast das Talent zum Glück. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Wir wollten noch nie solche Rechtsschwung-Menschen sein. Und wie hätte ich glücklich werden sollen? Dein Mann, der dies... Friederike Charlotte Jandorf. Kommen Sie mit. Fritzi! Gib dich frei, Eddie, weil ich dich so sehr liebe. Versprich mir, dass du alles setzt, glücklich zu werden. Nein! Fräulein Jandorf. Wie soll ich das denn finden? Rüdiger. Ich wollte... Vor mir auf die Knie gehen und mir schwören, dass du die meine bist. Nein. Rüdiger, bitte. Dann geh bitte.
Tut's sehr weh? Ja. Aber Sie sagen, bald haben wir die richtigen Synapsen gefunden und verbrannt. Dann ist es nicht mehr in mir drin. Ich soll versuchen, mir Hedi hinfortzuschreiben. Sagen Sie, irgendwann muss ich alles über Sie geschrieben haben. Dann ist es raus. Und weg. Ich hoffe es. Aber ich träume immer noch von ihr. Wie wir. Glücklich und frei. Du musst antworten, Hedwig. Ja, ich will. Wir stellen fest, Sie haben beide Ja gesagt. Die Ehe ist damit geschlossen. Ist das ein Hedi? Digga, bitte. Dauert das halt etwas länger, ist doch nicht schlimm. Keine Angst, keine Angst. Wollt ihr nicht fliegen? Fliegt! Schick sie nach Hause. Bitte? Wer geht jetzt? Komm jetzt, geh weg. Gut, raus, 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 komm, raus, raus. So, jetzt wird gegessen. Auf geht's. Prost. Wir essen später zusammen. Hier verpasst du eh nichts. Später, ja? Georg. Ich dachte, ich schau mal kurz vorbei. Harry lässt auch herzlich grüßen. Aber er meinte nicht erwünscht zu sein. Er ist immer noch wütend über die Kündigung. Komm. Und du siehst ja. Er wird ein guter Ehemann werden, Hedi. Wenn du nur Gutes ausstrahlst.
Frau Hartmann? Das sind die Prüfungen des Lebens. Sie brauchen jetzt Disziplin. Viel Disziplin. Jetzt wird sich zeigen, ob Sie einen starken Charakter haben. Es muss weg. Ja. Das Verlangen muss weg. Weg. Rausreißen. Mein Herz. Mein Gehirn muss weg. Die Synapsen knapsen. Sie müssen durch den Schmerz durchgehen. Immer weiter. Wie? Die Grenzen ausloten. Die physischen und psychischen Grenzen und stark sein. Wirklich stark sein. Darauf vertrauen, dass was sein soll, sich immer durchsetzt. Sie sind krank. Ich dachte, ich stehe am Rand und Sie in der Mitte. Und ich muss heile werden. Und auch den Weg zur Mitte finden. Ich habe nicht verstanden, dass es die ganze Zeit um Macht geht. Entdartung ist so tief verwurzelt, dass sie nicht auszumerzen ist. Ich danke Ihnen! Wie soll das gehen? Wir müssen uns nicht ändern. Weder ich noch du. Wir haben das bisschen Glück, das wir manchmal verspüren, verdient. Wir wollen nicht sein, wie man uns haben will. Aber hier kann ich dich trotzdem nicht lassen. Glaub mir, einen besseren Ort gibt es nicht für mich. Du weißt, du kannst jederzeit nach Hause. Willst du Auf nicht? gar keinen Fall. Danke, Harry. Und Hedi? Kann ich wenigstens Hedi Bescheid geben, wie es dir geht, wo du bist? Die fragt immer nach dir. Nein. Ich muss erst mal ankommen. In meinem neuen Leben. Treppe hoch, dann links. Ich finde, wir sollten die Freundin umtaufen. Was haltet ihr von die liebende Freundin? Finde ich gut. Und ich schreibe auch nicht mehr unter Pseudonym, sondern nur noch unter meinem richtigen Namen. Das wird jetzt alles ein Ende. Ja. Oder ein Anfang. Wir können doch so viel mehr machen, oder? Lesungen veranstalten? Schreibzirkel aufmachen.
Abzeichenkurse. Und ich hole mir jetzt mein eigenes Geld. Das sind meine Bedingungen. Ich mache die Schaufenster und konzipiere passend dazu die Kataloge und Werbefilme. Kriege die Position eines Mannes. Entsprechende Bezahlung, 40.000 Reichsmark. Sonst brauchen wir uns gar nicht weiter zu unterhalten. Und ich dachte mal, Frauen haben kein Talent zum Größenwahn. Allein die Freude, an der Jahndorf einen Gehaltszettel auszustellen, wiegt vieles auf. Und ich bin lesbisch. Das heißt, Sie würden nicht ausfallen wegen Schwangerschaft, ja? Lesen ist heute wichtiger denn je. Jetzt, wo die Dummheit sich so viel Raum nimmt. Wenn Sie so weitermachen, können Sie sich bald noch mehr Raum nehmen. So will ich leben. Genauso. Meine Damen, wir bräuchten diese Räumlichkeit um... Eine Redaktionssitzung. Redaktionssitzung. Jetzt nicht! Fritzi! Mutter, diese Chirurgie ist für Männer gedacht, die im Krieg waren. Aus dem Herrn ist ein zerfurchtes Schlachtfeld. In Frankreich ist der Dame ihre haltige Stirn und auch ihre krumme Nase. Endlich bist du da. Sollte das die Nase von der Dietrich werden? Ich las einen Bericht über eine neue Methode und Dr. Josef sagt, die Abweichung bei mir sei nur ganz gering. 28 Grad statt der optimalen 30, aber es hat sich entzündet. Wofür das alles? All die jungen Frauen auf den Katalogen, in den illustrierten Wasserbitte und in den Filmen. Und der Männerblick vergleicht. Immer die Männer. Hat das denn gar nichts genützt, was mir widerfahren ist? Doch, Friederike. Dein Bericht, gib mir die Zeitung. Über die Mondscheindampffahrt nur für Frauen. 400 Frauen auf einem Schiff. Und alle außergewöhnlich. Wie du. Manche sind älter als du. Und der Kapitän war auch eine Frau? Ja. Wir können alles sein, Mama. Es ist nie zu spät, die ganze Welt zu erobern. Ich freue mich, dass du eine bist, die energisch eine neue Welt betrittst, aber für mich ist das nichts.
Ich möchte immer noch wissen, wofür ich morgens aufstehe. Ich weiß auch, wofür ich aufstehe. Ja, aber die Verhältnisse, in denen du lebst... Hör auf, Mutter, bitte. Vielleicht können wir ja doch was arrangieren. Der junge Berlinger. Er ist zwar nicht der Hellste, aber... Ich suche Liebe, Mutter. Und lieber sterbe ich in der Hoffnung auf Liebe, als ein Arrangement zu treffen. Tietz, du altes Schlitzohr. Sprichst du mit dir? Rein in die gute Stube. Die Augen halte stets zu und deine Beutel offen. Solch ein Kunde ist's, auf den wir Creme hoffen. Willkommen im KDW. Herr Tietz meint, meinen Augen entgeht nichts. Da hat er leider recht. Du willst unsere Lager sehen, Tietz? Von mir aus. Alles Stoffe, ja? Natürlich nicht. Aber wir haben gerade gestern wieder eine große Lieferung bekommen. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem Vereinsfirmen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Folgt mir in den Damenmaßsalon. Dafür steht das KDW. Nicht für staubige Lager. Bitte nachher. Sind Sie das nicht aus der Werbung? Ich muss das Kleid anprobieren, das Sie in dem Film getragen haben. Sie meinen dieses? Ich lasse es ihm bringen. Leni? Was willst du hier? Für die Handschuhe? Lederhandschuhe? Seit wann trinkst du Tee? Oder ist das für eines deiner Mädchen? Seitdem mein Magen mir morgens Probleme macht. Man wird nicht jünger, selbst du nicht, mein schöner Mann. Darauf könnten wir doch mal wieder ein Getränk nehmen. An diesem noch jungen Tag. Heute nicht. Alles auf meine Rechnung. Das alles. Tietz, du altes Schlitzohr. Sprichst du mit dir? Rein in die gute Stube. Die Augen halte stets zu und deine Beutel offen. Solch ein Kunde ist's, auf den wir Creme hoffen. Willkommen im KDW. Herr Tietz meint, meinen Augen entgeht nichts. Da hat er leider recht. Du willst unsere Lager sehen, Tietz? Von mir aus. Alles Stoffe, ja? Natürlich nicht. Aber wir haben gerade gestern wieder eine große Lieferung bekommen. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem Vereinsfirmen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Folgt mir in den Damenmaßsalon. Dafür steht das KDW. Nicht für staubige Lager. Bitte nachher. Sind Sie das nicht aus der Werbung? Ich muss das Kleid anprobieren, das Sie in dem Film getragen haben. Sie meinen dieses? Ich lasse es ihm bringen. Leni? Was willst du hier? Für die Handschuhe? Lederhandschuhe? Hast du was von Fritzi gehört? Ja, hab ich. Die ist bei mir. Es läuft gerade richtig gut zwischen uns. Halt dich von ihr fern, Hedi. Und hier der Glanz von Berlin. Das neue Gesicht des KDWs. Hier herrscht also kein Mangel an Kundschaft, oder? Dann schau dir erst mal die Silberterrasse an. Da ist seit einer Weile samstags immer ordentlich was los. Das ist also ein ganz normaler Samstag bei euch, ja? Die Leute fühlen sich wohl bei uns. Na, guck mal, wen hast du denn da im Kasten drinne? Beim Verkäufer frischer Tatapak. Hey, Darling. Oh, Sweetheart. Vielen Dank für die Einladung. Die Kunden des KDWs fühlen sich zum Einkaufen eingeladen. Der Geist des Hauses. Also ich muss sagen, Glamour könnt ihr. Aber genug des Geplänkels, kommen wir zu den Fakten. Du bist ohnehin zu klein, um allein hier weiterzumachen. Ein Einzelunternehmen hat ja heute gar keine Chance mehr. Aber dein Glück ist, dass ich mich in dieses Haus verliebt habe. Ich biete dir, lieber Adolf, 8 Millionen. Ah, für die Eingangstür meinst du?
Siehst du das rote Kleid an? Ich habe noch so viel zu tun. Du kommst nicht mit? Schade. Sei doch froh, dass ich so häuslich geworden bin, Schatz. Komm jetzt, gib mal her jetzt. Und ich will nicht für die schön sein. Nur für dich. Die Kameraden fragen ständig, ob du schwanger bist. Ich frag mich langsam auch. Bleib nicht zu lang aus, trink nicht zu viel Bier und wir probieren es gleich nochmal. Komm jetzt, ist okay jetzt. Haben wir die Eckdaten geklärt? Bleiben 3 Bedingungen, die mir am Herzen liegen. Erstens, das KaDeWe muss Teil des Warenhausverbandes bleiben, wo wir mit anderen jüdischen Händlern gegen die reaktionären Kräfte kämpfen. Wir sehen uns nicht als jüdisches Unternehmen. Es sollte dennoch in eurem Interesse sein, dass sich Politiker nicht diese Art beeinflussen lassen. Wenn du darauf bestehst. Zweitens, ich werde deine Tochter zur Abteilungsleitung Dekoration machen. Lieber Adolf. Sie ist mir bereits jetzt unentbehrlich geworden. Und ich werde Herrn Karg übernehmen. Nicht jedoch dich, Harry. Nimm's mir nicht übel. Das ist alles zwar hübsch, aber es ist mir zu wild. In beruflichen Kontexten brauche ich Struktur, Ordnung, Verlässlichkeit. Ohne Harry Jandorf bekommen Sie mich nicht. Entweder übernehmen Sie uns beide als Geschäftsführer oder keinen. Und dann gibt's auch kein KaDeWe. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Nun gut. Ich lasse es mir noch mal in Ruhe durch den Kopf gehen, während meine Leute die Unterlagen prüfen. Ich komme dann in den nächsten Wochen auf euch zu mit einem Kaufvertrag. In den nächsten Wochen? Naja, warum? Glaubst du, ich unterschreibe jetzt hier auf einem Bierdeckel? Setz dich doch bitte nochmal, Martin. Wir haben dir etwas verschwiegen. Mir geht's nicht gut. Gesundheitlich. Gar nicht gut. Ich würde den Verkauf gerne noch erleben. Das KaDeWe ist mein Lebenswerk. Lass uns jetzt auf das Verhandelte die Hand geben. Dann kann ich heute Nacht beruhigt schlafen. Liebe Fritzi, ich weiß, du liebst die Worte mehr als alles andere. Drum hier ein Gedicht für dich. Also mit Fokus auf lesbischen Nachtleben. Genau. Wie nennst du es? Guten Abend. Ist Fritzi da? Nee. So viel Zeit ist vergangen. Fritzi? Seit wir uns das erste Mal ineinander haben verfangen. Kannst du ihr das geben? Meine Liebe ist die gleiche. Auch wenn ich deine Blicke nicht mehr erreiche. Ohne dich ist das Leben grau. Und ich bin keine Frau. Ich denke an dich. Du auch an mich? Bitte, sprich.
Sie gehen nicht ins KDW. Sie eilen jetzt zu Ihrem Gatten und berichten ihm etwas sehr Freudiges. Sie haben es doch schon geahnt. Ich hatte gehofft, dass es... Ein gesundes Kind ist. Nicht mal dran denken. Sie würden verbluten. Hey, Sie auf! Man muss nur die richtige finden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hilf mir bitte. Wie soll ich dir denn helfen? Brauchst du Geld? Ich bin so allein. So schrecklich allein. Ich bin da. Ja, aber nur als Freundin. Ja. Ich bin selber schuldig. Ich hab dich verloren. Ich hätte nicht... Gar nichts hättest du. Gar nichts. Ich hätte nicht. Und du hättest nicht. Es ist nicht unsere Schuld. Ich kann nicht mehr lachen, Fritzi. So wie ich jetzt bin, so wie ich sein werde, wirst du mich nie mehr lieben können. Wahrscheinlich wirst du sogar bald vergessen, wie du mich jemals lieben konntest. Ich wollte auch alles beenden. Aber dieses eine Leben, das man hat. Weißt du, durch dich habe ich erst gelernt, was Liebe ist. Ich dachte immer, ich wäre der Gärtner und du der Garten, um den ich mich kümmern darf. Aber es war umgekehrt. Ich war gar nicht fähig zu Körperlichkeit und Liebe, immer nur in Worten, auf Papier. Du hast diese Worte zum Leben erweckt. Du hast mich zum Blühen gebracht. Ich war der Garten. Du fehlst mir so. Und du wirst jetzt ein neues Leben zur Welt bringen. Ein Mädchen. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben.
Wo zur Hölle warst du? Wo bist du her? Es tut mir leid. Es geht nicht mehr. Deswegen? Lass sie mal. Nein, das bist du. Ich bewundere dich dafür. Es ist einfach wegen Hedi. Tut mir leid. Und die Beine richtig aufstellen. Mhm. Mücke! Mücke! Ja, schön entspannen zwischen den Wehen. Ich kann nicht mehr. Ja. Das ist das kleine Mädchen. Ja, meine Kleine. Ja, meine Kleine. Und so, Mama. Ja. Ja. Lore. Ja. Und? Ist es gesund? Ich meine... Ist vielleicht ein bisschen früh zu sagen. Aber erstmal sehe ich 2 Arme, 2 Beine und eine sehr erschöpfte Mutter. Mal seinen Kuchen kann man in Ruhe genießen. Schau, wie schwer ich mich tue. Und bei Mücke wird sie immer ganz still. Wenn Mücke sie noch häufiger nimmt, könnte ich ins KDW zurück. Mit meinem Gehalt Das könnten... Muttersein ist die wichtigste Aufgabe, Hedi. Ich würde aber Wie gerne... stehe ich denn da? Du wärst die einzige Funktionärsfrau, die arbeitet. Und es verdirbt mir die Laune, wenn ich mich auf euch freue und dann Mücke sehe. Ihre Entartung erinnert mich schmerzlich an den langen Weg, den der Ariel noch vor sich hat. Was redest du denn da? Sie ist doch unsere Mücke. Und dein Fuß? Stimmt der denn mit der germanischen Goebbels Herrenrasse? und Hitler sehen auch nicht arisch aus, aber sie sind wie ich, sie haben was im Köpfchen. Mücke hat nichts im Kopf. Und ich will nicht, dass sich das auf Lore überträgt. Sie ist einfach kein guter Umgang für unser Kind. Morgen suche ich eine Anstalt für Mücke. Das ist mein letztes Wort. Ich denke, sie hat Hunger. Du musst sie jetzt füttern. Steh jetzt bitte auf. Es kann doch nicht angehen, dass du die ganze Zeit hier liegst. Vielleicht bin ich einfach kein Gut. Hä?
Vielleicht bin ich einfach keine gute Mutter. Jede Frau ist eine gute Mutter. Jetzt reiß dich endlich zusammen. Jetzt reiß dich endlich zusammen. An mein Marzipanmädchen. Bist wie der graue, sonnenlose Tag, der sündig sich auf junge Rosen legt. Mir war, als ich an deiner Seite lag, als ob mein Herz sich nicht mehr bewegt. Ich küsste deine bleichen Wangen rot und fand ein Lächeln deinem starren Blick. Du tatest meine junge Seele tot und kehrtest in ein kaltes Sein zurück. Guck mal, wer da ist. Diese Haut. Wie unfassbar weich. Unglaublich. Aus dir ist das süßeste Wesen der Welt geschlüpft. Ja? Ja. Und findest du nicht auch, dass Lore meine Ohren hat? Also so? Zeig mal. Oh, wahrscheinlich kann sie damit fliegen. Wollen wir mal probieren? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Bitte, Rüdiger. Geh zu einer Hure. Rüdiger, bitte geh zu einer Hure. Zieh mir 3 Mark vom Haushaltsgeld ab, Alter. Geh zu einer Hure.
dann deine Hand. Gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm. Gib mir deine Hand. Ich habe eine gute Anstalt für Mücke gefunden. Die kümmern sich um sie. Und hier kommt mal wieder Ruhe rein. Gleich morgen fahre ich sie hin. Bist du so gut und bringst mir noch mein Gute-Nacht-Bier? Das KDW bittet Sie um Diskretion. Herr Hartmann war jahrelang der Leiter des Personalwesens. Ein sehr guter Mann. Doch an inneren Dämonen scheinbar verzweifelt. Also hier würde ich auch depressiv werden, wenn ich es nicht schon wäre. Man kann sich seine Herkunft nicht aussuchen. Seine Zeit auch nicht. Ich gehe weg. Ich bleib hier. Wir stehen längst geknickt, wo angelehnt, am grauen Stein einer alten Mauer, so ausgelöscht, und haben uns gesehnt nach einem einzigen Lichtchen in der Weltentrauer. Im Vergleich zum Universum sind wir wirklich kleine Ameisen. Aber jede Ameise hat eine Aufgabe. Was wohl meine ist? Ich dachte, du willst es vielleicht wieder haben. Du behalt es. Du brauchst jeden Talisman, den du kriegen kannst.
der dich erinnert, wie unser Vater sich das KaDeWe gewünscht hat. Als Ort, der den Deutschen auch in den schlimmsten Zeiten die Schönheit zeigen sollte. Das werde ich nicht vergessen. Auch nicht, dass du als Einziger wie ein Bruder zu mir warst. Wie war das mit Kain und Abel? Ich habe den Mörder so spät erkannt, weil er mir so nah war. Jetzt setz dich zu uns. Wahrscheinlich war das Leben schon immer so. Gut und schlecht. Deshalb finde ich es gemein, wenn man über seine Zeit schimpft. Es ist die einzige Zeit, in der wir leben und sie gehört uns. Egal, was sie uns entgegenwirft. Was soll ich denn?